I'm very happy to be speaking to you all this evening. Ich freue mich sehr, heute Abend zu euch zu sprechen. I'm at a slight disadvantage, I feel, Ich habe hier einen gewissen Nachteil heute Abend, because there are different levels of experience in the room. denn es gibt diese unterschiedlichen Erfahrungshorizonte heute Abend hier. So some of you are very new to things, quite new to things. Einige von euch sind ganz neu hier Some of you I know have been involved a long time. und einige kenne ich, die schon sehr, sehr lange dabei sind. I'm also speaking in a different country from England, Und ich spreche sozusagen für mich im Ausland, weil ich wohne in England, different culture, unterschiedliche Kultur. speaking through an interpreter, a very good one. Und es gibt mit Übersetzung. So, it's good, that, isn't it? So, forgive me if I don't quite reach you personally in this talk. Also bitte habt Verständnis dafür, wenn es mir nicht ganz gelingen sollte, euch persönlich heute Abend anzusprechen. They sometimes say that you should never start a talk by apologizing. Und ich sage eigentlich manchmal, man sollte nie einen Vortrag damit beginnen, sich zu entschuldigen. So I've broken the rules already. Da habe ich schon gegen diese Regel verstoßen. You know, yes, do forgive me if I don't get through to you Also personally. bitte habt Geduld mit mir, wenn ihr euch nicht persönlich heute Abend von mir angesprochen fühlt. So I'm going to start by talking about the Buddha, the enlightened one. Ich beginne damit, über den Buddha zu sprechen, den Erleuchteten. That's where, obviously, this Buddhist center, this Buddhist gate comes from. Vom Buddha kommt offensichtlich dieses buddhistische Zentrum, das buddhistische Tor. It comes out of the Buddha's enlightenment. Und zwar kommt es sozusagen aus der Erleuchtungserfahrung des Buddhas. All those 2,500 years ago in India, there's a continuity between here, now and there, then. Und es gibt eine Kontinuität zwischen dem, was vor über 2.500 Jahren in Indien dort passiert ist und mit dem, was jetzt hier passiert. We're profoundly inspired by the example of the Buddha. Wir sind auf eine sehr grundlegende Art und Weise inspiriert vom Beispiel des Buddhas. It's important to understand that the Buddha wasn't born the Buddha. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Buddha nicht als Buddha geboren wurde. The term Buddha is a description of a state of consciousness. Der Begriff Buddha ist eigentlich eine Beschreibung eines Bewusstseinszustandes, Which he realized through his own efforts. den der Buddha durch eigene Anstrengungen erreichte. So it's very important to understand that the Buddha isn't a god or a prophet of God or anything like that. Also es ist wichtig zu verstehen, dass der Buddha kein Gott ist oder ein Prophet eines Gottes wäre. The term Buddha means the enlightened one, the awakened one. Der Begriff Buddha heißt einfach der Erleuchtete, der Erwachte. And there's a particular sequence of experiences which describe his enlightenment, his awakening. Und es gibt eine bestimmte Abfolge von Erfahrungen, die seine Erleuchtung, sein Erwachen beschreiben. There's all sorts of different descriptions of it, all sorts of Es experiences. gibt ganz unterschiedliche Beschreibungen darüber tatsächlich. There's a deep seeing into the nature of life. Eine davon heißt, er hat tief in die Natur des Lebens eingesehen. There's the awakening of great love and compassion. Oder die große Liebe, das große Mitgefühl. There's descriptions of the transformation of all energy. Es gibt Beschreibungen von der Transformation aller Energie. And some of these descriptions describe the Buddha underneath various trees around this time. Und einige dieser Beschreibungen beschreiben den Buddha sozusagen, wie er unter bestimmten Bäumen sitzt zu jener Zeit. You have to imagine him wearing sort of patched robes, like on this image, kind of rag robes. Man muss sich den Buddha vorstellen als jemanden, der so Roben aus Lumpen trägt, so ähnlich wie auf dem Bild da vorne unten. And he's very lean, Lean, sorry, means. thin. Und er ist ziemlich dünn, He's been really practicing and searching for a long time. denn er hat viel geübt und war sehr lange auf der Suche. And some of the texts say that he sits in meditation for 7 days and 7 nights. Und es gibt einige Beschreibungen in den Texten, die sagen, er hat für 7 Tage und für 7 Nächte ununterbrochen meditiert, Without moving. ohne sich zu bewegen. 7's a magic number in Indian tradition. 7 ist in der indischen Tradition eine magische Zahl, So it's really meaning that he's sitting out of time. was bedeuten könnte, dass er außerhalb der Zeit. And the texts say that he sits enjoying the bliss of liberation.
Und der Text sagt, der Buddha sitzt und genießt die Freude oder Ekstase der Befreiung. Because enlightenment is a seeing through of all conditioning and the dissolving of all conditioning. Denn Erleuchtung besteht in einem Durchschauen aller Konditionierungen und dadurch einem Auflösen aller Konditionierungen. And what that leads to is unlimited freedom. Und das führt zu unbegrenzter Freiheit. There's absolutely no boundaries to his experience. Es gibt nichts, was die Erfahrung des Buddhas begrenzen könnte. And this, of course, is incredibly blissful. Und das ist natürlich unglaublich ekstatisch. Yeah, the word in Sanskrit and Pali is sukha. Das Sanskrit oder Pali wird die alte indische Sprache So yes, als Sukha. it can be translated in English as bliss, but also as ecstasy, happiness. Es konnte übersetzt werden als Ekstase, Freude, Vergnügen, Glück. Halt vorher. And I suppose it is worth reflecting on that. Und darüber sollte man mal reflektieren. Sometimes we can feel very burdened by our conditioning. Manchmal fühlen wir uns so sehr, als würden wir eine Last mit uns rumtragen durch unsere Konditionierung. You know, very held down by our past. Also sozusagen fast beinahe niedergedrückt durch unsere Vergangenheit. Very held down by our relationships even. Sogar durch unsere Beziehungen, die wir haben. Very held down by what seems to be our future. Und auch quasi niedergedrückt durch das, was unsere Zukunft zu sein scheint. In enlightenment, the enlightened person has stepped outside of that framework entirely. Und ein erleuchteter Mensch hat sozusagen diese Art von Bezugsrahmen völlig verlassen. So there's just this open, blissful state. Und das ist dieser offene, entzückende Zustand. You know, sometimes it's said that one way you can tell whether a teaching is Buddhist, Es wird manchmal gesagt, es gibt ein Merkmal, an dem du erkennen kannst, ob eine Lehre eine buddhistische ist. whether a practice is really Buddhist. Ob eine bestimmte Übung wirklich buddhistisch ist. This is a teaching of the Buddha Und himself. das ist sozusagen, der Buddha selbst hat das gesagt. Does it have what they call in Pali the vimutti rasa? Besitzt es, was im Pali der Vimutti Rasa heißt. Does it have the taste of freedom, the taste of liberation? Besitzt es den Geschmack der Freiheit, You know, so den that's Geschmack der Befreiung. so. If you're new to being here, new to meditation, just ask yourself whether the meditation you do later tonight has that taste of freedom. Wenn du also neu hier bist und vielleicht neu zur Meditation, dann solltest du dich später fragen, über die Meditation, die du heute lernst, wird sie den Geschmack der Freiheit für dich besitzen? You know, just does it feel like that? Do you feel something opening? Ja, fühlt es sich so an? Fühlst du, dass sich da vielleicht was öffnet? You might have to give it a bit of time, not just one meditation. Ja, urteile nicht zu schnell, vielleicht ein paar Mal ausprobieren. But that's a very good way of checking what's going on in your Buddhist practice, your Buddhist life. Aber das ist eine sehr gute Methode, sozusagen die eigene Praxis zu überprüfen. So there is the Buddha sitting in the bliss of liberation, Da ist also der Buddha und der sitzt verzückt in der Freude der Befreiung. completely open, unbounded consciousness, Völliges, offenes, unbegrenztes Bewusstsein. like a sort of, almost like a wild man in the jungle. Fast wie ein wilder Mann im Urwald. Not wild in the sense of jumping around, doesn't need to do that, but untamed. Also nicht wild im Sinne von unruhig, sondern im Sinne von ungezähmt. He's sitting there, Er sitzt and somebody comes along. und es kommt jemand vorbei. Somebody from the local village. Jemand aus dem benachbarten Dorf. They've heard about this new kind of wandering holy man who's in the jungle. Es hat sich rumgesprochen, es ist dieser neue Wanderasket, der heilige Mann, dort im Urwald. The word's gone around. Ja, es ist bekannt geworden im You know, Dorf. what's this guy up to? Yeah. Was macht er da? Let's go and see what he's like. Und er geht also hin und guckt sich den... And the man who comes along is a Brahmin, Und dieser Besucher, der aus dem Dorf kommt, ist ein Brahmane. so a member of the priestly caste in ancient India. Ein Mitglied der Priesterkaste. And the priestly caste regards itself as the highest caste. Und die Priesterkaste in der Zeit in Indien hält sich selbst für die höchste Kaste. You know, in India you have this caste system In Indien gibt es das Kastensystem, where you're born into a certain community and
that defines your position in society. Du wirst also in eine bestimmte Familie, einen Clan hineingeboren und dadurch wird deine Position in der Gesellschaft definiert. So this Brahmin, this member of the priestly caste, comes to the Buddha, this wild man in the jungle. Also dieser Brahmane, dieses Mitglied der Priesterkaste, kommt zum Buddha, zu diesem wilden Mann im Urwald. And he asks the Buddha a question. Und er fragt den Buddha eine Frage. The question is, what makes someone the highest caste? Die Frage ist, was definiert dich sozusagen als Angehörigen der höchsten Kaste? What makes someone a Brahmin? What makes someone the highest in society? Durch was wird jemand ein Brahmane, also sozusagen das Höchste in der Gesellschaft? And the Buddha's reply is unequivocal. Die Antwort des Buddhas ist unmissverständlich. It's completely clear, completely straightforward. Es ist ganz klar, ganz down to earth. Yeah. Thank you. Did I speak in German then? No. He says it's got nothing to do with the family you're born into. Der Buddha sagt, es hat nichts mit der Familie zu tun, in die du hineingeboren bist. Nothing to do with caste or class or anything like that. Es hat überhaupt nichts mit Kaste oder Klasse zu tun oder What irgendetwas. makes the highest person within a society is according to their worth. Was sozusagen das Merkmal ist, ob eine Person, ja, die höchste Person genannt werden kann, ist der Wert dieser Person. It's to do with their ethics. Ja, und zwar durch die Ethik dieser It's to Person, do with their virtue. die Tugend dieser Person. It's to do with their learning, their wisdom, their understanding. Ja, der Eifer des Lernens, das Verstehen, die Weisheit. We don't know how the Brahmin responded to the Buddha. Wir wissen nicht, was der Brahmane dem Buddha geantwortet He hat. just disappears from the Buddhist scriptures. Er verschwindet sozusagen komplett aus der buddhistischen Tradition, könnte man sagen. This is an incredibly important moment in Buddhist history. Aber das ist ein unglaublich wichtiger Augenblick in der buddhistischen Geschichte. And it's a moment that isn't really considered by Buddhists themselves, I don't think. Aber dieser Augenblick wird auch nicht immer von Buddhisten als solcher erkannt. Because it's showing that the Buddha, that enlightenment speaks immediately to the social situation. Denn es zeigt, dass Erleuchtung unmittelbar sozusagen soziale Verhältnisse anspricht. The Buddha's enlightenment is in immediate relationship to the way society is structured. Die Erleuchtung des Buddhas tritt sozusagen in unmittelbare Beziehung mit der Struktur der Verhältnisse der Gesellschaft. Enlightenment is immediately in relationship, immediately has a critique of the status quo. Also Erleuchtung sozusagen kritisiert unmittelbar den Status quo der Gesellschaft. This is not a way that many people think about Buddhism. Das ist nicht die hergebrachte Art, wie man über Buddhismus denkt. You know, when we think of the Buddha, when we come to Buddhism, we think it's about becoming very, very peaceful. Wenn wir über den Buddha nachdenken oder den Buddhismus kennenlernen, denken wir, es geht darum, sehr friedfertig zu You know, werden. getting rid of the stress that we feel from, you know, the challenges of modern life. Stress loszuwerden, der durch die Herausforderungen des modernen Lebens kommt. You know, the most ubiquitous, regular Buddha image depictions of the Buddha are a seated figure. Der Buddha, den man fast überall sieht, ist eben diese sitzende Figur in Meditation. We don't think of the Buddha so much as having a critique of society, of being active. Wir sehen den Buddha nicht normalerweise als jemanden, der sozusagen aktiv ist und Gesellschaft kritisiert. But it's very important to realize that there are many, many depictions of the Buddha standing and walking. Aber es ist wichtig auch zu sehen, dass es sehr viele Darstellungen des Buddhas gibt, in denen er steht und geht. It's very important to realize that the Buddha spent most of his time walking from place to place in northern India. Es ist wichtig zu sehen, dass der Buddha die meiste Zeit seines Lebens damit verbrachte, in Nordindien hin und her zu wandern, von Ort zu Ort. And being in communication, being in relationship with all kinds of people. Und dabei in Verbindung und Kommunikation zu allen möglichen Menschen herzustellen. From all kinds of backgrounds. Die von allen möglichen gesellschaftlichen Hintergründen haben. And yes, his overwhelming concern is that people get onto the path to enlightenment. Und die Hauptabsicht des Buddhas ist, dass er diesen Menschen helfen möchte, auf den Pfad zur Erleuchtung zu gelangen. His vision of human beings is that they have the potential to become like him.
Seine Vision der Menschheit ist, dass jeder Mensch das Potenzial hat, genau wie er selbst zu werden. That absolutely everybody has that potential. Absolut, jeder Mensch hat dieses Potenzial. You know, regardless of their backgrounds, regardless of their gender, their sex, whatever it might be. Völlig unabhängig von ihrem Hintergrund, Geschlecht, sexuelle Präferenzen, was auch immer. And of course, this means that there is a radical critique of the society in which he's living. Das bedeutet aber, dass er dadurch radikal die Gesellschaft kritisiert. You know, because in that society at that time, you could be excluded from leading a religious life, a higher life. Denn in der Gesellschaft zu der Zeit konntest du zum Beispiel davon ausgeschlossen sein, ein religiöses Leben zu führen, ein höheres Leben zu führen. You had to follow what was allotted to you by virtue of your birth into a particular community. Denn du musstest dem folgen, was dir sozusagen zugewiesen war, weil du in eine bestimmte Familie, in einen bestimmten Clan geboren wurdest. But the Buddha is very clear, all of those labels have to go. Der Buddha ist aber sehr klar darüber, dass all diese Benennungen gehen müssen. And when the Buddha in his own community, his Sangha as we call it, said that when you join this community, all of your old caste names go. Und der Buddha sagte sozusagen zu seiner eigenen Gemeinschaft, dem Sangha, wenn du dieser Gemeinschaft beitrittst, verschwinden deine alten kastenbezogenen Namen. He said in the same way that the names of different rivers lose their identity when they flow into the ocean. Ebenso wie verschiedene Flüsse ihre Identität einbüßen, wenn sie in den Ozean fließen. In the same way, when people enter my community, they let go of their caste identity. Auf die gleiche Art und Weise, wenn jeder, der sozusagen in meine Gemeinschaft eintritt, lässt die Kastenidentität zurück. They're just sons and daughters of the Buddha. Sie sind dann einfach Söhne und Töchter des Buddhas. So what I'm trying to get at here, obviously, is that there's a very strong social, even perhaps political dimension to Buddhist practice. Worauf ich hinaus will, ist, dass es eine starke soziale, wenn nicht politische Dimension der buddhistischen Praxis gibt. You know, it's quite clear that the Buddha had that political dimension. He had to deal with kings and tribal chiefs and all that sort of thing. Es ist ganz klar, dass der Buddha diese politische Dimension auch hatte, weil er musste sich mit Königen auseinandersetzen, mit Clanführern und so weiter. Although we're not talking about party politics or anything like that. Wir sprechen allerdings nicht über Parteipolitik oder so etwas. So this means that as a Buddhist, you have to face up to what's going on in your society. Das heißt, dass du als Buddhist oder Buddhistin dich mit dem auseinandersetzen musst, was in der Gesellschaft passiert um dich herum. You can't ignore what's going on around you. Du kannst nicht ignorieren, was um dich herum Sometimes passiert. people think that Buddhists are escapists. Manchmal denken Menschen, dass Buddhisten auf der Flucht sind. You know, that meditation is like the ostrich putting its head in the sand. Meditation wäre wie der Vogel Strauß, der den Kopf in den Sand steckt. You know, that Buddhists are just dreamers dreaming about enlightenment. Buddhisten seien einfach nur Träumer, die von Erleuchtung träumen. But really that's not my experience of the community that I'm in. Das ist aber nicht ist nicht meine Erfahrung der Gemeinschaft. You know, Buddhism is about truth, about being as truthful as you can be. Denn im Buddhismus geht es um die Wahrheit, so wahrhaftig zu sein, wie man sein kann. So being a Buddhist means facing up to the world around you. Das heißt also, wir müssen uns die Welt anschauen, die uns umgibt. And that's very, very challenging. Und das ist sehr herausfordernd. It's very easy to sit in a room and talk about the issues of the day. Es ist sehr einfach, irgendwo in einem Raum zu sitzen und über tagespolitische Sachen zu sprechen. You know, very theoretically about the issues of the day and the Buddhist attitude to this and that and the other. Also sehr theoretisch über gesellschaftliche Themen zu sprechen und welche buddhistische Einstellung wohl zu diesem oder jenem gelten würde. And I don't think that that's a very creative way of approaching things. Ich glaube nicht, dass das eine sehr schöpferische Herangehensweise daran ist. What we have to do is look at things in a bit of a different way, I feel. Wir müssen uns Dinge von einer etwas anderen Perspektive aus anschauen. So I've titled this talk Buddhist Revolution Inside and Outside. Also dieser Vortrag trägt den Titel Die buddhistische Revolution innen und außen. Part of my inspiration for that comes from living and working in India for many years. Und ein Teil der Inspiration für diesen Vortrag rührt daher, dass ich für viele Jahre in Indien gelebt und gearbeitet I spent quite a lot of my younger years as a member of our order working with Buddhists in India. Ich habe einen guten Teil meines jungen Erwachsenen-Daseins damit verbracht, in Indien zu sein und für unsere
Gemeinschaft und für den Orden dort zu arbeiten. In the late 1950s and early 1960s, there was a massive conversion movement to Buddhism in India. It's not very widely known about. Es ist vielleicht nicht sehr weitläufig bekannt, aber in den späten 50er und frühen 60er Jahren gab es eine riesige Konversionsbewegung in Indien zum Buddhismus her. And the people that converted to Buddhism were regarded traditionally by the caste system as untouchables. Und diejenigen Menschen, die zum Buddhismus damals konvertiert sind, wurden traditionell vom Kastensystem als Unberührbare bezeichnet. Generally, they're called Dalits these days. You might come across that term. Vielleicht ist euch der Begriff Dalits bekannt, mit dem sie heute benannt werden. And they were led into Buddhism by somebody named Dr. B.R. Ambedkar. Und sie wurden zum Buddhismus geführt bei jemandem, der Dr. B.R. Ambedkar hieß. He was from that community, but incredibly, he became the first law minister of the government of India. He framed the Indian Constitution. Und Dr. Ambedkar war selbst Teil der unberührbaren Community, aber unglaublicherweise bekam er der erste Justizminister im unabhängigen Indien und Autor der Verfassung, der indischen Verfassung. And he converted to Buddhism with hundreds of thousands of his followers because he believed that Buddhism was the way to liberation. Und er trat mit Hunderttausenden seiner Anhänger zum Buddhismus über, denn er glaubte, dass Buddhismus der Weg zur Befreiung war. He was an intensely practical man Und er war ein unglaublich praktischer Mann, who worked in trades unionism, der in der Gewerkschaftsbewegung arbeitete, education, politics. im Bildungswesen, in der Politik. But he believed very, very early on that if you want to change things, you have to change consciousness. You have to change culture. Aber sehr früh hat er erkannt, wenn du Dinge verändern willst, musst du das Bewusstsein verändern, du musst die Kultur verändern. Yes, you can change laws. Of course you can. Natürlich kann man Gesetze verändern. You can outlaw untouchability in a constitution. In der Verfassung kann Unberührbarkeit zum Beispiel verboten werden. And we know that laws can change things. They can affect a society. Und wir wissen, dass Gesetze was verändern können, sie können einen Effekt auf die Gesellschaft haben. But his sense was that if you have to change people culturally and internally, you have to change people culturally and internally. Aber er glaubte fest, dass du Menschen sozusagen auch von innen verändern musstest und kulturell verändern musstest. You have to change mind, you have to change Es consciousness. musste das Bewusstsein, der Geist verändert werden. You have to change individuality. Individualität musste verändert werden. Only that can really guarantee a permanent change, a permanent revolution. Nur das würde eine andauernde Veränderung garantieren, sozusagen eine andauernde Revolution. So in India, where I live, many people, when I taught Buddhism there, I had to teach talking about Buddhism from a kind of social angle. Als ich also in Indien lebte und die Buddhisten dort unterrichtete, musste ich den Buddhismus sozusagen von einem sozialen Blickwinkel heraus darstellen. If I wanted to convince people of the value of meditation, I had to start by saying how meditation was going to change their social life, their relationships. Wenn ich Menschen von dem Wert der Meditation überzeugen wollte, musste ich damit beginnen, sie davon zu überzeugen, wie Meditation ihre Stellung in der Gesellschaft verändern würde. In the West, it's very different. Das ist hier bei uns ganz anders. You generally start from the other way round. Normalerweise kommen wir von einer ganz anderen Perspektive. Most people are coming along because they want some mental peace. Denn die meisten von uns kommen, weil sie Geistesfrieden suchen. Or they're searching for enlightenment. Oder suchen nach Erleuchtung. Generally speaking, I haven't come across many people coming to Buddhist classes who come along because they want Buddhism to change the world. Also generell gesagt habe ich noch nicht viele Leute getroffen, die zu so einer buddhistischen Klasse kommen wie heute Abend, weil sie die Welt verändern wollen. But if you're going to get serious about Buddhist practice, when you start getting serious, you know you have to work at both ends. Wenn du aber deine buddhistische Übung ernst nimmst, wirst du wissen, dass du sozusagen an beiden Seiten arbeiten musst. So let's look at the two ends, if you like, of Buddhist practice. Dann lass uns diese beiden Seiten der buddhistischen Praxis mal anschauen. The internal and the external. Die interne und die externe. The inner and the outer. Die innere und die äußere. Let's start with the inner. Wir beginnen mit der inneren. So that means we have to pay attention to mind, to consciousness. Das bedeutet, dass wir unserem Geist, unserem Bewusstsein
aufmerksam gegenübertreten müssen. One of the fundamental insights of the Buddha is this insight into the fact that consciousness determines being. Eine der fundamentalen Einsichten des Buddhas ist die Einsicht in die Tatsache, dass das Bewusstsein das Sein determiniert. Yes, we know all sorts of external factors can affect us. He's not denying that. Das verleugnet nicht die Tatsache, dass wir durch alle anderen möglichen externen Faktoren auch beeinflusst werden. But for all practical purposes, if you want to really do something with your life, you've got to get hold of your consciousness. You've got to take responsibility for your mind. Aber ganz praktisch betrachtet, wenn du irgendwie mit deinem Leben, wenn du es verändern willst, dann musst du dich um dein Bewusstsein kümmern, du musst deine Geisteszustände verändern. It's mind that really drives us. Es ist unser Geist, der uns wirklich vorantreibt. And when I say mind, I don't just mean thoughts, just a few thoughts and ideas rattling through our brain. Und wenn ich von Geist oder Bewusstsein spreche, meine ich nicht einfach nur ein paar Gedanken, die durch unser Gehirn durchrauschen. I'm talking about emotions and volitions and feelings. Ich spreche über Emotionen, über Absichten, über Gefühle auch. I'm talking about imaginations, the will, if you like. Ich spreche über das Vorstellungsvermögen, den Willen. All that side of things. Yeah. Diese ganze Seite. In some ways, the word mind isn't a very good way to describe what the Buddhist vision of mind is. In gewisser Weise ist das Wort Geist kein besonders gutes Wort für die buddhistische Vision von Geist. Yeah, because in the West we associate mind so much simply with thought. Denn bei uns im Westen verwechseln wir Geist fast beinahe nur mit Gedanken. The Buddhist vision of mind is that it's very, very deep, very, very layered. Die buddhistische Vision von Geist ist einfach ein sehr, sehr tiefer, vielschichtiger Geist. Yes, there is the things that we can be aware of in our ordinary mind, as it were. Ja, natürlich gibt es die Dinge, derer wir uns gewahr sein können in unserem sozusagen Alltagsbewusstsein. We might get aware of deeper things, when we're dreaming or something like that. Vielleicht werden wir uns auch mal etwas tieferem gewahr, wenn wir zum Beispiel träumen. Or in different experiences that we might have, aesthetic experiences in nature. Oder in unterschiedlichen anderen Erfahrungen, ästhetischen Erfahrungen, zum Beispiel in der Natur. Some of you, who've done substances will know how your mind has been altered by substances. Und einige von euch vielleicht, die Substanzen ausprobiert haben, wissen, wie Substanzen den Geist verändern können. I'm sure none of you have done any of that, Sicherlich, but just in case. Niemand, der das mal gemacht hat. But you get a sense of the range of the mind. Aber dadurch bekommt ihr vielleicht eine Idee sozusagen der Breite des Geistes. And this is why meditation is so important in Buddhist practice. Und aus dem Grund ist Meditation so wichtig im System. In meditation, you are with your mind. Und in der Meditation bist du mit deinem Geist. Your eyes are closed. Deine Augen sind geschlossen. You've turned inwards. Du hast dich sozusagen nach innen gewendet. And sometimes that can be really, really freaky, being told to sit still and look at your mind. Und das kann manchmal ziemlich krass sein, gesagt zu bekommen, sitze still und schau dir deinen eigenen Geist an. And just to be with what's there, just to look right into it. Sei einfach da mit dem, was da ist, gucke es dir einfach an. Sometimes you can think, sometimes some of you who've been meditating will perhaps know that sometimes, wow, I do start to get concentrated. Ja, und diejenigen von euch, die schon ein bisschen meditiert haben, werden vielleicht manchmal ein bisschen konzentriert werden durch die Meditation. And it might inspire you to get up early every day to meditate. Und das könnte dich inspirieren, jeden Tag früher aufzustehen, um zu meditieren. And then suddenly, one night, another mind has taken over entirely. Und dann plötzlich eines schönen Abends sozusagen übernimmt ein ganz anderer Geist die Führung. And you don't want to meditate the next morning. Und am nächsten Morgen willst du nicht mehr And the meditieren. next day you do want to, meditate. Our mind is very, very fickle and changeable. Und am nächsten Tag will man doch wieder meditieren. Der Geist ist sehr unbeständig. What we need to realize is how deep it goes. Wir müssen uns darüber klar werden, wie tief der Geist geht. In later Buddhist tradition, they speak of the range of the mind as having what's called an alaya. In der späteren buddhistischen Tradition wird sozusagen die Tiefe des Geistes damit beschrieben, dass der Geist einen Anteil hat, der Alaya ist. This means something like storehouse. Und Alaya bedeutet so etwas wie Speicher. They use another metaphor. They say it's like like a river
that flows on all the time, the deep part of our mind. Oder eine andere Metapher, der tiefe Teil unseres Geistes ist wie ein Fluss, der die ganze Zeit fließt. And what that deep part of our mind is doing is taking the effects of all of our intentional action. Und was dieser tiefere Teil unseres Geistes tut, er nimmt die Effekte all unserer Taten und Intentionen in sich auf. Every intentional action that we do is never lost. Jede Tat, die wir sozusagen intentional machen, hinterlässt ihre Spur, die nicht verloren geht. It's affecting us on a very, very deep level. Es hat einen Effekt auf einer sehr tiefen Ebene. You know, and sometimes you can have that horrible experience. Manchmal gibt es diese schrecklichen Erfahrungen. You know, maybe you've been indulging a bad habit for a long time. Vielleicht hast du dich an einer schlechten Angewohnheit And, you für eine know, lange Zeit. whenever you indulge, you think, there's at the back of your mind, you think, oh, I'll get away with that. I'll sort it out later. Und wann immer du das machst, denkst du, ja, das werde ich mal irgendwann abstellen. You know, maybe it's a habit that you keep from other people. Vielleicht ist es eine Angewohnheit, die du von anderen aufgenommen hast. Something very private. Vielleicht etwas sehr Privates. And then one day there's a catastrophe. Und eines Tages gibt es die Katastrophe. You know, that deep habit suddenly, for some reason, comes into the light of day, is exposed to other people. Diese tiefe Angewohnheit, aus irgendeinem Grund, kommt plötzlich ins Tageslicht und zeigt sich sozusagen öffentlich. And you can feel your whole life sort of starting to fall apart. Sorry, I'm being rather drastic, aren't I? Also ich bin jetzt hier vielleicht ein bisschen dramatisch, aber es könnte sich so anfühlen, als würde dein ganzes Leben in Stücke fallen. But it can really be like this sometimes. Aber solche Erfahrungen kann man machen. You know, there's things we just haven't been attending to in our life. Ja, diese Dinge, um die wir uns nie gekümmert haben in unserem Leben. And they're affecting us. Aber sie haben einen Effekt die ganze And Zeit über. we don't know the effect. Und wir kennen den Effekt nicht. So we've got to get down to this level if we're going to bring about a real change of consciousness. Und auf dieses Level des Geistes müssen wir sozusagen runtertauchen, wenn wir eine wirkliche Veränderung des Bewusstseins And wollen. what you're doing in meditation is affecting the deep level of the mind. Und in der Meditation haben wir einen Effekt auf die tieferen Schichten des Geistes. You know, some of you here will have done the meditation called the Mindfulness of Breathing. Einige von euch werden von der Meditation und Vergegenwärtigung des Atems gehört. So you make the effort to still your mind, to concentrate on your breath. Du bemühst dich, deinen Geist zur Ruhe zu bringen und deine Aufmerksamkeit auf den Atem zu lenken. To calm down, to get yourself together. Du machst die Bemühung, dich zu beruhigen, dich zu sammeln. And every effort to do that is having an effect on your deep consciousness. Und jede Bemühung, das zu tun, hat einen Effekt auf die tieferen Schichten deines Bewusstseins. It's not lost, the effect. Yeah? Der Effekt dieser Bemühung ist nicht verloren. The other meditation that we do, and I think we might be doing this later, is a meditation developing loving kindness. Die andere Meditation, und vielleicht kommt die später noch dran heute, heißt Entwicklung von liebevoller Güte. Some people find this quite a difficult meditation. Einige finden diese Meditation sehr schwierig. I don't know why. I think it's a fantastic meditation. Ich weiß zwar nicht warum, weil ich glaube, die I Meditation think ist it's the fantastisch. best meditation there is, developing loving kindness. Ich glaube, es ist die beste Meditation, die es gibt, die Entwicklung von liebevoller Doesn't Güte. mean I love everybody. I find it quite challenging, but I really like it as a meditation. Das heißt nicht, dass ich alle Menschen liebe. Ich finde sie auch ganz herausfordernd, aber ich schätze sie sehr als Meditation. And with this meditation, I think one of the reasons why I like it is because you can see change very quickly. Und einer der Gründe, warum ich diese Meditation mag, ist, weil man sozusagen in der Meditation sehr schnell Veränderungen sehen kann. In this meditation, you're perfuming your deep consciousness with loving kindness. Durch diese Meditation versehen wir sozusagen die tieferen Schichten unseres Bewusstseins mit dem Duft liebevoller Güte. On a deep level, you're changing your relationship with others. Auf einer tieferen Ebene verändern wir unsere Beziehung zu anderen You know, Menschen. you're moving from aversion to love. Und zwar bewegen wir uns von Abneigung hin zu Liebe. You're moving from indifference to Wir interest. bewegen uns von Gleichgültigkeit zu Interesse. You're moving from fear of others to courage in relation to others and being able to open to others. Wir bewegen uns von Angst vor anderen zu Zuversicht im Umgang mit anderen. And if you persist with this meditation, your deep consciousness will be perfumed, as the tradition says, with this quality of response. Und wenn du diese Meditation regelmäßig machst, dann wird sozusagen dein tiefes Bewusstsein, wie es die Tradition nennt, parfümiert mit diesen Qualitäten im Umgang mit anderen Menschen. So meditation is the way in which we get down deeply into our mind to achieve what later Buddhist tradition calls the revolution in the base.
Also Meditation ist das Mittel, mithilfe dessen wir zu den tieferen Schichten unseres Geistes dringen, um das zu bewirken, was später in der Tradition sozusagen die Umkehr in der Basis genannt wird. English speakers beware, it's not revolution in the bass in the sense of a reggae dub track. Ja, das hat nichts mit Reggae zu tun für die Englischsprechenden von It's euch. B-A-S-E. B-A-S-E, also Yeah. Keller. So it's the revolution in the basis. It's the revolution in the deepest seat of Das ist die consciousness. Revolution im tiefsten Keim des Bewusstseins. Sometimes it's likened to this way of practice is likened to trying to break a gigantic rock. Und diese Art der Übung wird manchmal damit verglichen mit dem Versuch, einen riesigen Fels zu brechen. You know, meditation, you don't see any effect for a long time. Es scheint so, dass für lange Zeit du keinen Effekt siehst. In the same way, you don't see the effects of 19 blows on a rock. Auf die gleiche Art und Weise, wie du nicht den Effekt von 19 Schlägen auf einem Felsen The sehen kannst. 20th blow cracks the rock. Der 20. Schlag aber lässt den Felsen in kleine Stücke zerschlagen. In the same way with meditation, you persist, and then there's a transformation, then there's a revolution in your consciousness. Und genauso meditierst du und am Ende gibt es einen Effekt. Es gibt eine Umkehr im tiefsten Keim des Bewusstseins. This is why in Buddhist practice there's a lot of emphasis on repetition. Und deshalb gibt es in der buddhistischen Tradition diese Betonung von Wiederholung. Sometimes, people get bored with their Buddhist practice. Incredible. How can you be bored with practice? But people do. Ich verstehe das zwar nicht, aber manchmal scheint es, dass es denen langweilig wird zu meditieren. Every Ja. day the same Padmavajra, the loving kindness meditation. Every day the same mindfulness of breathing. Jeden Tag die gleiche selbe Padmavajra, dieselbe Vergegenwärtigung des Atems. And if you're a more experienced Buddhist, it's the same devotional practices, Und wenn du vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hast, die gleichen Hingabepraktiken, the same mantras, die gleichen Mantren, the same reflections. die gleichen Reflexionen, It's the same Buddha. der gleiche Buddha. And of course, we live in a society, in a culture where we want everything to be new, novel. Und wir leben natürlich in einer Gesellschaft, in einer Kultur, wo wir alles jeden Tag neu haben möchten. We've got an obsession with originality. Wir sind besessen von Neuheit. Well, it's not original, is it? It's just novel. It's just sexy, or whatever you want to call it. Ja, es geht natürlich nicht sehr tief. Es ist einfach neu, es ist irgendwie sexy. In that way, being a Buddhist is a really boring life. Auf diese Art und Weise ist eigentlich das buddhistische Leben ziemlich langweilig. Because you have to do the same things again. Denn du musst wieder und wieder und wieder die gleichen Dinge tun. And of course, they're never the same. Aber sie sind natürlich niemals Because gleich. every time you meditate, you're different. You're not the person who meditated yesterday. Denn jedes Mal, wenn du meditierst, bist du eine andere Person. Du bist nicht die gleiche Person, die gestern Your meditiert. mind has changed. Your mind has moved. Dein Geist hat sich verändert, er ist weitergegangen. So every meditation, although it's the same meditation, you have to find a new way of doing it. Sodass du in jeder Meditation, obwohl es die gleiche Technik ist, eine neue Herangehensweise You have to finden musst. find a creativity in that. Du musst eine Schöpferkraft darin entdecken. But you have to keep repeating. Aber du musst die Technik wiederholen. If you want that inner revolution, that inner change, that inner transformation, you have to keep doing it. Wenn du also diese innere Revolution, diese innere Veränderung haben willst, musst du weiter meditieren. If there's one thing you take away from this talk, take that away. Wenn ihr später irgendwas aus dem Vortrag rausschneidet, schneidet das raus. I'm going to meditate every day. Sorry, kannst du aber auch. Ich werde jeden Tag meditieren. Was du mitnehmen willst. If there's one thing in this talk that you take away Alright. with you, Okay, also wenn ihr heute Abend was mit nach Hause nehmt, nehmt das eine mit. Ich werde jeden Tag meditieren. you meditate every day. Yeah. Jeden Tag meditieren. Yeah. Even if it's just for a short time, doesn't have to be incredibly long, Selbst wenn es nur für kurze Zeit ist. but it's that persistence to change consciousness, to Yeah. change, to bring about that inner revolution. Aber ja, dieses Dranbleiben, das Bewusstsein zu verändern, diese innere Revolution zu bedingen. So that's the inner aspect. Das ist der innere Aspekt. What about the outer aspect? Also jetzt kommen wir zum äußeren Aspekt. Well, to talk about an outer revolution, there's no revolutionary plan. Also es gibt keinen großen Plan für eine Revolution. It's not that the Buddhists sit around and work out how they're going to, bring about a radical
revolution, immediate revolution in society. It's not really like that. Also wir treffen uns nicht heimlich und machen einen Plan, wie wir die Gesellschaft umstürzen können. So ist es nicht. You have to be in relationship to what's happening. Ja, also wir müssen sozusagen uns den Dingen stellen, die passieren. One of the most humiliating experiences of my life, humbling experiences of my life, Eine der demütigendsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, was when I lived in India. als ich in Indien I lebte. was in my early 20s. I hadn't long been ordained. Ich war Anfang 20 und war noch nicht lange im Orden. And I was leading a meditation class for Indian Buddhist friends. Und ich leitete eine Meditation an für indische buddhistische Freunde. And that day there had been a big Buddhist gathering. Und an dem Tag gab es eine riesige buddhistische Versammlung. This was in Pune, where I lived at Und that zwar war time. das in Pune, wo ich lebte. And for some reason, the Indian police did a lathi charge on these Buddhists. What is that? Lathi, it's a truncheon, a bamboo truncheon. Also aus irgendeinem Grund schlug die indische Polizei Teilnehmer dieser Versammlung mit Stöcken. And people were killed, men, women, children. People were very, very seriously injured. Und es gab auch Tote, ja, also Erwachsene und Kinder, Männer und Frauen und schwer Verletzte, Buddhist people. Buddhisten. And some of them came to my class. Und einige, die dabei waren, kamen also zu dieser Meditationsklasse. They'd got away from that meeting and they came into my class very, very downhearted. Und sie kamen also aus dieser Versammlung und kamen so sehr entmutigt zu dieser Meditation. Very depressed. Depressiv. And they asked me a question. Und es wurde mir eine Frage gestellt. What can your Padmavajra do in relation to this? Was kann die Padmavajra an sowas verändern? And suddenly everything was becoming very real. Und plötzlich nahm es eine neue Form von Wirklichkeit für mich You know, an. never happened to me in England. People coming into a meditation class from escaping from, being attacked very badly. In England war mir das nicht passiert, dass die Besucher der abendlichen Meditationsklassen sozusagen aus einem Polizeipogrom kamen. And I couldn't actually answer the question. Ich konnte die Frage nicht beantworten. I felt really out of my depth. Das war zu tiefes Wasser für mich. So I said, let's just sit together this evening. Und ich habe vorgeschlagen, einfach zusammen zu sitzen an dem Abend. Let's just sit in silence together. Ja, einfach still zusammen zu sitzen. And see what comes, see what happens. Und einfach so mal zu gucken, ob da was sich daraus entwickelte. And by the end of the evening, people were feeling a bit better. Und als der Abend zu Ende war, fühlten sich die Menschen etwas besser. But that experience made me reflect a lot on reflect a lot on that question. What can your loving kindness meditation do in relation to that? Aber durch diesen Vorfall habe ich viel darüber nachgedacht, was die Antwort von Metta auf solche Sachen sein könnte. And I'm still thinking about that question. Und ich denke noch immer darüber nach. Thinking about that in relation to acts of violence particularly. Ja, also was ist die Antwort von Metta auf gewaltsame Taten? At the same time, I do feel I'm answering the question. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass es dafür eine Antwort gibt. And I feel that Buddhists answer that question. Und ich glaube, Buddhisten beantworten diese Frage. And it's connected very strongly with what you're doing in meditation. Und das hat sehr viel mit dem zu tun, was du in Meditation machst. Particularly with that loving kindness meditation. Insbesondere mit der Meditation über liebevolle Because Güte. a meditation like that, you cannot live a life avoiding coming into friendly relationship with others. Denn wenn du so eine Meditation regelmäßig übst, wirst du es nicht vermeiden können, mit anderen Menschen freundschaftliche Beziehungen aufzubauen. When you take up a meditation practice like that, when you start living a Buddhist life, you want to come into loving relationship with more and more people. Ja, wenn du beginnst, ein buddhistisches Leben zu leben und diese Art von Meditation aufnimmst, wirst du in liebevolle Beziehungen mit mehr und mehr Menschen treten wollen. You want to start creating what we call in Buddhist tradition Sangha, or spiritual community. Du wirst das schaffen wollen, was wir mit buddhistischen Begriffen als Sangha bezeichnen, spirituelle Gemeinschaft. Not as a clique. Nicht als eine Clique. Not as something separated out from the world you're in. Nicht als etwas, was von der restlichen Welt abgeschnitten You ist. want to come together with others to spread that out. Sondern du willst mit anderen zusammenkommen, um sozusagen diesen Geist weiter zu verbreiten. Yesterday I was in a study group here. Gestern habe ich hier an einer Studiengruppe teilgenommen And we were studying a text of the Buddha's.
Und wir lasen einen Text, der vom Buddha kam. And it's a text about the 6 qualities that lead to unity and harmony within a community. Und zwar ging es um die 6 Merkmale oder die 6 Qualitäten, die zu Harmonie und Einheit in einer bestimmten Gruppe führen, Within a society. in einer Gesellschaft. And I think when we talk about the outer Buddhist revolution, what we're talking about is creating unity and harmony of community. Wenn wir also über die äußere buddhistische Revolution sprechen, ist, worüber wir sprechen, ist Einheit und Harmonie voranzubringen in der Gesellschaft. You know, what Buddhists want to do is to join together more and more deeply and create environments like this where people can be together. Was Buddhisten wollen, ist eigentlich, sie wollen auf tieferer und tieferer Ebene zusammenkommen, wie wir es heute Abend machen, und sozusagen eine Umgebung schaffen, die von anderen, an der andere teilnehmen können. And the 6 qualities are, first of all, actions of loving kindness to one another. Die 6 Qualitäten sind die folgende. Erstens, Taten von liebevoller Güte. So being generous to one another, Also zum Beispiel großzügig zu sein. giving to one another, giving people what they need, helping each other. Anderen Menschen zu helfen, ihnen zu geben, was sie brauchen. And then loving kindness in speech, Dann liebevolle Güte in Worten. making sure that people know that you love them. Also du stellst sicher, dass Menschen wissen, dass du sie schätzt. Dass I mean, it might disturb people if you don't know them too well and you start telling them that you love them, but really being courteous, friendly, expressing delight in others. Du erzählst vielleicht Leuten nicht als erstes, wenn du sie kennenlernst, dass du sie liebst, aber du bist höflich. Du drückst Wertschätzung aus. You know, we don't always realize, I think, how powerful a few kind words are to someone. Wir sind uns vielleicht nicht immer darüber im Klaren, welche Kraft ein paar freundliche Worte besitzen. It can make a huge difference to somebody's day if you just say a few kind words. Ja, nur ein paar freundliche Worte können wirklich den Tag eines anderen völlig verändern. Then there's loving kindness in mind. We've talked about that with the meditation. Liebevolle Güte im Geist, darüber haben wir gesprochen im Zusammenhang mit Meditation. So within a community, creating a community, everybody's committed to those 3 kinds of loving kindness in body, speech and mind. Also in einer Gemeinschaft, wie wir sie versuchen zu schaffen, sozusagen lässt sich jeder darauf ein oder verpflichtet sich sogar, diese 3 Qualitäten liebevoller Güte zu schaffen. Körper, Sprache und Geist. The next thing that the Buddha talks about is sharing. Das nächste, was der Buddha erwähnt, ist Teilen. Sharing things, holding things in common. Also sozusagen Sachen in einer Gemeinschaft zu haben, nicht als Einzelbesitz. Sharing the good things that you have with others and then sharing it with you. Die guten Dinge, die du besitzt, mit anderen zu teilen und andere teilen die guten Dinge, die sie You besitzen. know, mit dir. one of the things that can keep people apart within a society, within a community is very, very strong sense of personal possessions. Ja. Etwas, was sozusagen eine Gesellschaft gespalten halten kann, ist die starke sozusagen Betonung von etwas gehört mir, also So vom Besitz. moving towards greater sharing is very, very powerful. Also sich in eine Entwicklung zu begeben, mehr zu teilen, ist sehr, sehr You kraftvoll. can't force people to do that. It's not a violent revolution in that way. Man kann natürlich niemanden zwingen, so etwas zu tun. Es ist keine You gewaltsame have Revolution. to create the atmosphere where people feel moved to do that with one another. Sondern wir wollen eine Atmosphäre schaffen, die Menschen inspiriert, so etwas zu machen, zu teilen. And the last couple of things are a common ethical framework. Die beiden letzten Dinge ist eine gemeinsame Ethik. In Buddhism, that would be the 5 basic ethical precepts. Und im Buddhismus wären das die 5 grundlegenden ethischen Prinzipien. If you're new to things, you can follow that up with your group leader later. Ja, wenn du heute Abend hier neu bist, kannst du später das Team fragen, was die sind. But the final thing, and the Buddha says in some ways the most important thing, is the shared and the same vision of life. Und das Letzte, und der Buddha sagt, das ist das Wichtigste, ist sozusagen eine gemeinschaftliche Vision über das Leben, also was das Leben bedeutet. What draws people together? What creates unity out of disunity? Was bringt Menschen zusammen? Was lässt aus Disharmonie Harmonie entstehen? You know, what really heals fracture within a community is a common
vision of life. Was auch Risse in einer Gesellschaft sozusagen heilt, ist eine geteilte Vision, was es bedeutet, Mensch zu sein. That vision can't be imposed. It has to be you have to arrive at it through your own life, your own reflection, your own interaction with others. Und so eine Vision kann nicht verordnet werden, sondern jedes Individuum muss selber zu dieser Vision gelangen, durch die eigene Lebenserfahrung, durch eigene Reflexion. You know, the Buddha's vision is very, very profound, very, very deep. Und die Vision des Buddhas ist sehr tiefgründig. You know, we could go into hours and hours of talking about Buddhist doctrine and talking about this. Ja, wir können jetzt Stunden damit verbringen, uns über buddhistische Lehrsätze zu unterhalten. But I don't want to do that, and I don't have the time to do it. Aber ich möchte es nicht und es ist auch nicht genug Zeit. What I think the Buddhist vision really is it's about seeing the human, the deeply human in one another. Ich glaube, die Quintessenz der buddhistischen Vision ist sozusagen das Menschliche, das Tiefmenschliche im Gegenüber zu sehen. One of the things I'm finding very, very painful about the world at the moment is how people see each other and life through ideologies. Was ich sehr schmerzhaft finde in der gegenwärtigen Welt ist, wie Menschen sich gegenseitig durch Brillen von Ideologien betrachten. Sometimes it seems to be very hard to be a human being. Es scheint manchmal sehr schwer zu sein, einfach ein Mensch zu sein. To be seen as a human Und being. einfach als Mensch gesehen zu To werden. see others as human beings. Und andere einfach als Menschen zu sehen. You know, sometimes you get into discussion with people and you feel that an ideology is being put on you. Manchmal diskutierst du mit anderen Menschen und es scheint, dass sie dir eine Ideologie aufdrücken. You know, is that view of the left or of the right? Bist du ein Linker oder ein Rechter? You know, what is it to do with your nationality? Was für eine Nationalität gehörst du Of your an? class, of your gender, your sexual orientation? Ja, bist du Angehöriger einer bestimmten Klasse, eines bestimmten Geschlechts, einer sexuellen Orientierung? I want to revolt against all that. Und dagegen möchte ich mich auflehnen. I want to see the human. Ich möchte den Menschen sehen, I das think the Menschliche. Buddha is pointing to the human, the deeply human. Der Buddha sozusagen zielt auf das Menschliche, das Tiefmenschliche. If you like, you know, it's not really Buddhism that we have. You have human beings who are Buddhists. Ja, es gibt in gewisser Weise gibt's keinen Buddhismus. Es gibt Menschen, die Buddhisten sind. And the Buddha's enlightenment grows out of our humanity. Und die Erleuchtung des Buddhas wächst aus unserer Menschlichkeit. It's nothing artificial, nothing added on. Es ist nichts Künstliches, was von außen sozusagen dazu You know, gebracht human wird. beings are really remarkable creatures. Menschliche Wesen sind bemerkenswerte Kreaturen. You know, I know there's the new guilt about how terrible we are, what we do to the environment and this and that. That's the new guilt. Ja, es gibt, glaube ich, diese neuen Schuldgefühle, wie schrecklich wir uns der Umwelt gegenüber verhalten und so You weiter. know, and how badly we mess things up. You know, I know all that. Wie schlimm wir sozusagen den Planeten durcheinander gebracht haben. Und But so we weiter. need to also appreciate, and I think one of the reasons why we mess things up is we don't really appreciate what we have as human beings. Aber wir müssen auch wertschätzen, was wir als menschliche Wesen besitzen. Und ich glaube, wir bringen alles durcheinander, weil wir das nicht genug wertschätzen. We have a remarkable consciousness, actually. Wir haben ein bemerkenswertes You know, Bewusstsein. because we're not just locked into sense responses and instinct. Denn wir sind nicht nur in Sinnesimpulsen und Reaktionen gefangen, We have a consciousness that can actually reflect on what's happening. sondern wir haben ein Bewusstsein, was darüber reflektieren kann, was in ihm passiert. We have a consciousness that can actually imagine what it is to be another human being. Wir haben ein Bewusstsein, das die Fähigkeit, sich vorzustellen, was es hieße, ein anderer Mensch zu sein. Even another living being, even another species. We have a consciousness that can imagine that. Wir können uns sogar vorstellen, was es bedeuten würde, ein anderes Wesen zu einer anderen Spezies gehören zu sein. We have a consciousness that can really sense and feel the life around us. Wir können uns wirklich des Lebens um uns herum gewahr sein. And that means that we can treat it well. Und das bedeutet, dass wir es gut behandeln It's the können. basis of Buddhist ethics. Und das ist die Basis, der Grundstein buddhistischer It's Ethik actually the basis of Buddhist meditation. und auch buddhistischer Meditation. It's the basis of Buddhist wisdom. Es ist die Basis buddhistischer Weisheit. The capacity to move out of yourself, to identify with others, with all others. Das Vermögen, aus sich selbst herauszutreten und mit anderen sich per Identifikation zu verbinden. And then work together to create, first of all, environments.
und zusammenzuarbeiten, um zunächst Umgebungen zu It schaffen. does need to get into the physical. Ja, es muss sich sozusagen in der materiellen Welt bemerkbar machen. You know, this is an environment. Ja, das hier meine ich mit Umgebung. It's an environment which is entirely set up to support Buddhist revolution. Diese Umgebung hier, das buddhistische das buddhistische Tor Berlin, existiert aus dem einen Grund, nämlich um die buddhistische Revolution sozusagen in diesem Sinne hervorzubringen. Inside and outside. Und zwar innen und außen. And Berlin's a big city. Berlin ist eine große Stadt. Lots of different, what are they called? Keats? Lots Ja, of es gibt viele Nachbarschaften. Yes. We need places like this all over the city. Ja, und wir brauchen solche Orte wie hier eigentlich überall in der Stadt, You know, where people can go, wo Leute hingehen können, where their Buddhist revolution inside and outside is easy to experience. wo es einfach ist, die buddhistische Revolution innen und außen zu erfahren. So it's just gone 8, so I must stop now. Es ist jetzt gerade kurz nach 8, ich muss aufhören. Thanks very much for listening. Vielen Dank fürs Zuhören. I hope the talk spoke to at least some of you individually. Ich hoffe, dass dieser Vortrag wenigstens einige von euch individuell erreicht hat. Enjoy the rest of the evening. Und viel Spaß beim Rest des Abends. Thank you.